Hi, ich bin Timo und heute möchte ich euch zeigen, wie man am besten Rouge anwendet und wo man ihn am besten platziert. Einmal würde ich euch den traditionellen Rouge zeigen und dann einmal den High Blush. Blush soll immer die natürliche Rötung imitieren und die findet in der Regel auf den Wangen statt. Die kann natürlich im ganzen Gesicht sein, aber die Rötung, die wir bekommen wollen, ist ein bisschen das Süße, vielleicht ein bisschen Schamige. Und das ist immer auf den Wänkchen. Das kann man auch gut bei Kleinkindern beobachten. Es gibt natürlich verschiedene Arten, Blush zu verwenden, aber das ist, sage ich mal, der Ursprung. Bei Viola kann man sehen, dass hier auf den Wangen auch schon so ein bisschen rot ist, also eigentlich ein natürlicher Rouge. Den kann man jetzt natürlich noch ein bisschen verstärken oder ein bisschen verblenden, indem man noch etwas Rouge drauf tut. Am besten kann man herausfinden, wo der Rouge hin soll, wenn man ein bisschen lächelt. Und dann sieht man schon, dass hier der Rouge hingehört, auf die Äpfel, wie man sagt. Und den kann man dann leicht nach oben ausblenden. Für den ersten Rouge-Look benutze ich den Hero Multistick in der Farbe Backstage. Rouge kann eigentlich überall dahin, wo auch Rötung entsteht. Natürlich sollte es nicht im ganzen Gesicht sein, aber da, wo man es gerne haben möchte. Geht zum Beispiel hier auf den Wangen. Man kann das aber auch an den Augen ein bisschen machen, um da ein bisschen Frische zu bekommen. Hier oben. Rouge kennen wir besonders aus den 80er Jahren. Da hat man den Rouge gerne auf der ganzen Wange verteilt und rausgezogen und hochgezogen. Aber das wollen wir eigentlich nicht, wenn wir einen natürlichen Rouge haben wollen, weil hier in der Regel nicht unbedingt Rötungen entstehen oder zumindest nicht die, die wir haben wollen. Frische ist immer hier vorne schön, das zentriert auch das Gesicht ein wenig oder an den Augen, um da noch ein bisschen die Augen frischer zu machen. Hier kann man schön sehen, was Rouge mit dem Gesicht macht. Es macht frisch, man sieht freundlich und wach aus, hat diese rosigen Bäckchen und es zentriert das Gesicht ein bisschen. Und jetzt will ich euch noch einen zweiten Blush-Look zeigen und der hat eigentlich mehr damit zu tun, dass man in der Sonne war und irgendwie ein bisschen eine gesonnte Röte hat oder eine sonnige Röte hat. Dieser Blush liegt eher ein bisschen auf den Höhen im Gesicht. Das kommt dadurch, dass die Sonne von oben kommt und in der Regel diese Stellen auf der Nase etwas zum Röten bringt und das ist einfach eine neue Art, auch Rouge zu tragen. Das hat dann eher einen Lifting-Effekt, streckt das Gesicht ein bisschen nach oben. Im Vergleich zu dem anderen Rouge macht es das ein bisschen runder und weicher. Dafür sucht man die hohen Stellen im Gesicht, wie jetzt zum Beispiel auf dem Wangenknochen, auf der Nase, eventuell über den Augenbrauen. Ja, eigentlich überall da, wo die Höhen sind und wo die Sonne drauf scheint. Für den High Blush Look benutze ich den Multistick von Hero in der Farbe The After Hour. Hierbei ist es natürlich auch wichtig, dass alles ineinander einfließt, ineinander übergeht und es keine harten Kanten gibt, sondern alles einfach natürlich aussieht. Ja, stimmt. Und ich glaube, man kann ganz gut den Unterschied von beiden Rougearten erkennen, wenn es mehr auf den Wangen liegt und wenn es mehr auf den Höhen liegt. Der Sun-Kissed Rouge streckt das Ganze mehr und der traditionelle Rouge macht das Gesicht ein bisschen weicher, runder, eventuell auch ein bisschen jünger und zentriert sich mehr